Aber ich habe ja noch was vergessen nachzureichen auf der Rubentour. Wir haben ja noch so wunderschöne Staufächer unterm wunderschön. Es ist einfach ein Dreck. Staufach von draußen ist es leider nicht zugänglich auf der Beifahrerseite. Ich weiß gar nicht, wer diese Erfindung sich ausgedacht hat. Und da auf der anderen Seite haben wir noch eins. Das kann man aber wenigstens von draußen. Kann man da wenigstens ran. Hier ist auch jede Menge klar. Meine Sicherheitsschuhe. Hammer, weil ja öfter mal was klemmt. Die Säge meistens. Klopapier, ich fast gesagt. Hier Zewa, Feuerlöscher. Ja, und hier ist dieses lange Ding, das ist mein Abzieher, damit ich die Fenster putzen kann. Oder abziehen kann von draußen, weil wie gesagt, ich bin ja leider keine 2,5 Meter hoch. Um da mal, oder 3 Meter, ich weiß gar nicht, wie hoch das hier ist. So, ich habe jetzt Feierabend gemacht. Es ist 1:26 Uhr, wie man sieht. Das heißt, ich bin um 10 vor 12, also mittags um 12 Uhr angefangen. Jetzt ist es 1:30. Ich bin 13,5 Stunden auf Achse. Und vom ersten Hammerschlag, wenn man irgendwas macht, ob man losfährt oder auf Arbeitszeit stellt oben, weil man am Entladen ist oder so, vom ersten Hammerschlag, von da an zählen 24 Stunden Zeitraum. Und in diesen 24 Stunden muss ich jetzt 11 Stunden Pause reinkriegen. Hier wollen wir mal rechnen. Von 12 bis 1:30 sind 13,5 Stunden. So, plus 11 Stunden Pause, bin ich bei 24,5 Stunden. Passt nicht. Das ist schon Käse. Also kann ich nur eine 9er Pause reinkriegen. Das darf ich ja 3-mal in der Woche. Ich könnte auch, wenn ich jetzt noch bis heute Abend 20 Uhr stehen muss und jetzt noch, wie viel Pause kriege ich rein? 12, 15, 16 Stunden Pause reinkriege, zählt das alles nichts. Es zählt nur als 9 Stunden Pause, weil ich in dem 24-Stunden-Zeitraum halt meine Pause reinkriegen hätte müssen, meine 11 Stunden. Tja, und so ist das nun mal. Aber ist ja egal. Noch ist ja 2 9er Pausen zur Verfügung. Muss halt reichen bis zum Wochenende. Meistens klappt es ja auch. Was heißt meistens? Immer. Es muss ja klappen. Jetzt mache ich noch Routenplanung für morgen, wo ich lang fahre. Das muss mein nächstes Navi können. Eine alternative Route anzeigen. Das kann nämlich keins. Die zeigen dann die längste, die kürzeste und was weiß ich was für und die schönste Sehenswürdigkeitenroute an oder so, aber nicht einfach mal alternative Routen. Guckt euch an, ich kann über Hannover fahren. Das ist zwar 90 Kilometer oder 80 Kilometer länger, ist ja Quatsch. Und so weiter und so weiter. Aber sowas kann irgendwie keins. Das will irgendwie keins. Oder ich muss LKW-Navi kaufen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja, ich muss jetzt wie gesagt noch bis 20 Uhr geht es erst wieder los. Das heißt, ich muss jetzt 15 Stunden Pause rumkriegen. Ich werde jetzt noch bis 5, 6 wach bleiben. Noch Videos schnippeln. Laptop steht hier schon. Und dann in der Haia gehen, Bubu machen. Und jetzt werde ich aber reingehen zum Zähneputzen. Schön reingehen. Zähneputzen, Pipi machen und so weiter. Richtige schöne Toilette. Finger waschen vor allem. Und so weiter. Dann sollten wir uns eigentlich wiedersehen zum Essen kochen. Morgen gibt es Linsen, glaube ich. Ich glaube, es gibt Linsen. Eintopf. Bevor ich jetzt duschen gehe, will ich auf jeden Fall mal die Birne da wechseln. Kreuz habe ich schon. Das ist ja nicht schlecht. Und dann latschen wir da mal hin. Mit dem ganzen Zubehör. Hier war der Täter übel. Und jetzt zeige ich euch mal was. Man nennt mich nämlich den Turbodreher. Atemberaubend, oder? Das kann ich auch nochmal. Das sind meine Superkräfte, das darf keiner wissen. Deswegen mache ich auch alles anonym. Oh, auch ein Supermensch hat mal Trefferprobleme. Jetzt war der scheiß Akkualete. Hier, wenn man so eine Birne hat, ne? Da unten diese Schwatte, das ist sie. Also, das ist natürlich kein Wunder, wenn die im Arsch sind, ne? Die ist ja silber eloxiert oder was weiß ich. Kannst ja nicht mal mehr durchgucken. Suchen wir uns mal, ist das ein 10er oder 5er? Das ist immer die Sache da. Hier steht pauschal gar nichts mehr dran. Da steht was. Osram, 24 Volt, ach was. 5 Watt, aha, guck an. Kann die es sehen? 5 Watt.
So. Repariert. Repariert. Das ist ja cool. BlackBerry schickt gerade eine E-Mail. Das ist jetzt. Wieso bin ich da nicht mal drauf? Das ist jetzt. Die bringen jetzt ein Telefon raus, ein Smartphone und unten ist eine ausziehbare Tastatur. Das ist ja cool. Mit der Power von Android oder was weiß ich, was da drin stand. Kauft euch mal einen BlackBerry, damit die Firma nicht kaputt geht. Duschen gehen, wa? In dem Loch hier. Tja, das war's schon. Eins steht mal fest, die Dusche, die war kalt. Also das war ein Windei. Ich will mir jetzt was zu essen machen. Zwar habe ich schon meinen Gaskocher hier. Ich mache mal noch eine Jalousie auf, das ist so dunkel hier drin. Aber, aua! Ich hasse diesen LKW. Alles Scheiße, alles Mist. So, wo war ich? Ach ja, ich habe mir überlegt, dass ich jetzt für heute die Mettenten fertig mache. Die habe ich zwar auch nur alle 6 Wochen mit oder so, aber heute ist der Tag welcher? Ne, erstes Brot. Heute Nacht gibt es Pflaumenkuchen. Schön! Pflaumenkuchen. Ne, naja. Also halt, den brauche ich noch. So, jetzt kommt der Kocher da drauf. Hier mal die Fettspritzer. Oh, naja. Was sollen die Leute sagen? Denken, wenn das ja meine Mama sieht. Sascha, alte Potsau! Die ganzen Leute sehen das. Was sollen die von dir denken? Ja, Mama. Mach das mal sauber. Ja, Mama. Machst du einfach Videos, filmst den ganzen Kram und dann hast du nur Dreck. Ja, Mama. Ach so. Hier kommt die Kartusche rein. So ein Ding kostet 20 Euro oder was. Hier ist die Kartusche drin, die Gaskartusche, die man austauscht. Ach nee, kannst du nicht drehen. Ist hier nämlich in so einer Kerbe drin. Dann ist hier die Verriegelung. Jetzt wird die rangedrückt, kann man auch sehen. Und dann drehe ich das Ding hier. Ganz unten ist der Zünder mit drin. Und das ist mein Kocher. Kann ich noch so ein bisschen verstellen. Pupp aus. So. Den mache ich mal wieder aus. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe nämlich, das ist nämlich schon mein zweiter. Der ist mir in einem Feuerball aufgegangen. Ich weiß nicht, ob es an der Kartusche lag oder was. Auf jeden Fall hat er sich das Gas denn hier unten drin gesammelt. Und das Gas sinkt ja zum Boden. Ist ja schwerer als Luft. Und als sich das dann hier drin in diesen Dingen so weit angesammelt hat, dass es so weit hochgestiegen ist, dass es an die Flammen rangekommen ist, ging das nur wuff. Ja, ich habe fast meine Augenbrauen versenkt. Ich bin ja an und für sich ein hübscher Bengel, aber dann wird man auch unhübsch. Das steht fest. 1. Oh, alles mit einer Hand hier. Brauche ich einen Kameramann. Hallo D-Max, habt ihr Interesse? Nein, das war ein Spaß. Niemals würde ich das machen. So. Jetzt wird das wieder so ein bisschen umgeschlagen hier. Halbieren. Würfeln. Oder wenn man das so nennen darf. Schön, oder? Oh, lecker, lecker, lecker. Die brate ich mir jetzt erstmal so ein ganz bisschen an. Ich hatte das vorher nämlich nie gemacht, bis Uwe gesagt hat. Schöne Grüße, Uwe. Ach, du guckst das sowieso nie. Aber mit dem habe ich jahrelang telefoniert. Jede Nacht. Bis zu 10 Stunden täglich. Bis zum Ohrenkrebs. Jetzt hat er leider den Job gewechselt.
Jetzt telefonieren wir natürlich keine 10 Stunden mehr, weil er jetzt gar keine Zeit mehr für sowas hat. Außerdem ist er am Tag unterwegs und ich ja meistens nachts. Aber ab und zu telefonieren wir dann abends, alle paar Tage mal oder einmal in der Woche, wenn er nach Hause fährt oder so. So, also schöne Grüße Uwe. Ach, was rede ich ja nicht so viel, der hört das sowieso nicht. Uwe, du bist ein Sackgesicht. So, dass er klar gucken kann. So, jetzt putzel ich mir ein, wechsle gleich die Kamera, weil, achso, wichtig ist erstmal, ja, der Kühlschrank brummt jetzt. Der Kühlschrank ist angegangen, dann fängt der Kram an zu brummen, aber macht ja nichts. Wichtig ist immer Fenster runter und Dachluke auf, damit der Scheiß abziehen kann. Ich lege da auch immer noch so ein Zewa drüber. Ich habe ja auch einen Deckel mit, aber wenn ein Deckel da drauf ist, dann hast du immer so viel Kondenswasser da drin, das finde ich doof. Mit so einem Deckel da drauf, so einem Zewa, womit ich erst noch das Brettchen abgewischt habe. Ich bin ja Sparfuchs hoch 3. Ja, so geht das. Aber in diesem feinen Dampf, der da gleich rauskommt, selbst da ist Fett drin. Und für, naja, einen Tag riecht dann auch der LKW so ein bisschen noch danach, obwohl man hier Fenster auf hat und so. Aber da ich das nur alle 6 Wochen mache, ist mir das egal. Und wenn ich so an die Raucher denke, die sich jede Nacht eine Schachtel wegziehen hier oder jeden Tag eine Schachtel reinziehen hier im LKW, die haben zwar Fenster auf und die sagen ja auch, ah, das riecht nicht, das riecht nicht. Also wenn ich in einen LKW einsteige, in dem geraucht wurde, wenn es nur ein paar sind, nach meinem Urlaub oder so, dann könnte ich kotzen, und zwar im Strahl. Ich bin ja absoluter Nichtraucher und Verfechter. Ich finde das so eklig, könnte kotzen, brechen und mich übergeben, in der Reihenfolge. Hier, jetzt kommt ja schon langsam Dampf auf den Kessel. Ich muss gleich die Kamera wechseln. Wie gesagt, in diesem feinen Dampf, da ist auch Fett drin. Es dampft, es dampft. Sieht man das überhaupt? Naja, es dampft, es dampft. Da dampft, sieht man es. Sieht man das echt nicht? Doch, es dampft. So, jetzt müsste ich eigentlich mal so ein bisschen umrühren. Normalerweise halte ich immer das Tuch so ein bisschen hoch dabei, weil es spritzt ja in der Zeit. Dann muss ich gleich... Oh Mann. Naja. Ich grill den Hensler, grill den Sascha. Aua, aua, aua. Heiß, 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 heiß. Fett, es spritzt, es spritzt, es spritzt, es spritzt, es spritzt, es spritzt. So, schön. So sieht das jetzt aus nach 2 Minuten. Wunderbar. Da gehe ich meistens schon vorher bei und nasche. Und jetzt kommt mein Kartoffeltopf dann noch drüber. Von dem guten Günstig-Kram, den kannst du meistens nicht essen. Da gebe ich gerne 2 Euro aus oder 2,30 oder so für so eine Dose. Ist einfach 100-mal leckerer. Normalerweise macht man das mit 2 Händen. Und wenn die Zündung an wäre, hätte ich jetzt gehupt. Ich weiß nicht, warum man die Hupe dahin machen muss. Die war mal bei dem alten LKW hier. Aber naja. Ich glaube bei DAF war das glaube ich auch. Ne? MAN. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Oh, gleich habe ich die Scheiße hier liegen. Los, weil ich filme. Ey, dann ist aber was los. Schön vorne im Tacho. So einen ganzen Kartoffeltopf. Schön. So. Und was mache ich mit dem? Den halte ich normalerweise immer fest. Ist das alles eine Scheiße. Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Naja, jetzt habe ich schon die Scheiße an den Finger. Gleich dieser Deckel unten liegt, ne? Dann verklage ich euch alle. Dann gebe ich doch mein PayPal-Konto an. Vernünftig @t-online.de. Dann ist aber was los. Dann könnt ihr mir alle Schadensersatz zahlen. Oh, es zischt. So, jetzt kratze ich das noch so ein bisschen aus. Oh Leute, jetzt hätte ich mal die Dose hingeworfen. Ich mache jetzt aus hier. Weiter geht's. Mit meinen Kochkünsten. Oh, da freue ich mich schon drauf. Ja, und wie gesagt, wichtig ist immer Fenster runter, denn offenes Feuer, wisst ihr ja selber, braucht Sauerstoff. Und wenn ich hier alles zurammle und am Kochen bin, mit dem Gaskocher, könnte es sein, dass ich mich damit selber umbringe. Ich will nicht sagen, dass es nach diesen paar Minütchen, die ich das Ding anhabe, aber ich will ja auch keine Kohlenmonoxidvergiftung haben, ne? Also, merkt euch das zu Hause in der Stube, auf dem Tisch, kein Lagerfeuer. Stockbrot machen oder so, immer draußen. Aber wem erzähle ich das? Das wisst ihr doch, ihr seid doch nicht dämlich, ne? Sind Sie bereit? Bereit für das Unbekannte? Für eine neue
Schlürf nicht. Ja, Mama.